Hallo, herzlich willkommen zu von Start bis Play Store, ein komplettes Android-Game von Anfang bis Ende. Ich hätte zu Beginn eine kleine Bitte, und zwar so einen praktischen Kurs zu machen. Macht natürlich einigen Aufwand. Mir macht das natürlich auch Spaß, sonst würde ich es gar nicht machen. Aber es wäre schön, wenn sich es irgendwann auch noch auszahlen würde. Deshalb müssen wir ein bisschen den Algorithmus bedienen, also ihr, indem ihr mal ein Abo und ein Like da lasst. Das wäre toll. Vielen Dank. Wir legen los. Heute wollen wir mal nicht an dem Projekt selbst wirklich was ändern, was Neues machen, sondern wir gucken uns mal heute an, was ich schon beim letzten Mal erwähnte, warum ich eine bestimmte Sache immer so mache, wie ich sie mache. Ich möchte das noch mal genauer erklären. Und zwar geht es darum, dass ich hier sehr häufig oder fast immer Serialized Field benutze. In der allerersten Folge dieses Tutorials oder auch in der zweiten und dritten noch habe ich es teilweise nicht gemacht, weil ich nicht jetzt ganz neue Sachen so einfach reinbringen wollte, weil oft in YouTube-Tutorials sieht man oder auch in anderen Tutorials, dass einfach hier Public gemacht wird, also einfach, ich mache das mal hier kurz. Also man macht das ganz oft einfach obligatorisch, dass man einfach das öffentlich macht, nur weil man es im Inspektor anzeigen lassen will oder veränderbar machen will. Und das ist eigentlich nicht im Sinne der Kapselung, die bei objektorientierten Programmiersprachen eigentlich eingehalten werden sollte. Ja, also wenn man mal in die Dokumentation von C Sharp, von Microsoft guckt, dann steht da, dass man Public-Felder nach Möglichkeit vermeiden soll. Das heißt also, diese Felder hier sollen nicht öffentlich sein, nach aller Möglichkeit. Und wenn wir das dann trotzdem im Inspektor anzeigen lassen wollen, dann können wir das machen, wie ich es hier auch schon gemacht habe, mit Serialize Field. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Also, wenn wir jetzt von außen Werte ändern wollen oder holen wollen, dann brauchen wir ja eigentlich Public. Aber auch das ist eigentlich nicht so günstig, wie ich ja gerade schon eben sagte, dass man es vermeiden soll. Und dafür kann man entweder sich eine Methode machen, die die Werte übergibt oder zurückgibt. Also hier in dem Fall haben wir hier eine Set-Value-Methode gemacht, die kontrolliert, ob der Wert in einem bestimmten Bereich ist und wenn ja, dann wird es zugewiesen, ansonsten nicht. Genauso gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wir können hier auch mit Properties arbeiten und zwar geht das dann so, Public Float, Display Value, aber jetzt groß, und dann geschweifte Klammern. Und jetzt gibt es hier die sogenannten Eigenschaften-Accessors, Get und Set. Get, geschweifte Klammer auf. Hier wird der Wert zurückgegeben, Return. Große Sachen sollte man hier eigentlich nicht machen, also Wert zurückgeben, vielleicht noch irgendwas ausrechnen, aber nicht noch großartig viel. Also Return, Display Value wäre das. So, und dann gibt es noch Set. Und hier kann man jetzt kontrollieren, ob der Wert in einem bestimmten zulässigen Bereich ist. Also das heißt, wir können hier einfach von hier unten das mal hier rauskopieren und das entsprechend umbauen. Und zwar ist es jetzt hier Value. Und wenn Value in diesem Bereich ist, dann wird es zugewiesen, wird Display Value hier auf Value gesetzt. So, jetzt, wenn wir wollen, dass das jetzt einfach, wenn es in dem Bereich ist, gesetzt wird und ansonsten nicht, dann können wir das so lassen. Ansonsten würde ich sagen, wäre es eigentlich, also eigentlich sollte man ja sehen, dass man Werte nur so übergibt, dass sie in dem richtigen Bereich sind und nicht einfach irgendwas dahin schickt und die Property oder die Methode, die es annimmt, wird das dann schon ausfiltern, sondern man sollte schon gucken, dass die richtigen Werte sind. Also würde es hier eigentlich Sinn machen, hier dann einen Fehler auszugeben, falls das falsch sein sollte. Also hier eine Out of Range Exception, Argument Out of Range Exception, und dann könnte man sich die noch, dann könnte man hier noch gleich sagen, was schiefgelaufen ist. So, jetzt haben wir hier noch eine Fehlermeldung und die uns dann sagt, das ist out of range und es soll zwischen 0 und dem jeweiligen Maximalwert liegen oder halt eigentlich gleich sein. Ich habe es jetzt so ausgegeben. Gut, also das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, und zwar kann man solche Properties auch automatisch machen, wenn man nämlich
diesen Fall hier nicht hat, dass man irgendwas noch behandeln will, dass man auch gucken will, ob die Werte innerhalb von einem bestimmten Bereich sind und so weiter, sondern einfach nur Werte annehmen und zurück und übergeben will, kann man das auch in automatische Property machen. Und zwar geht das dann so: Public Float, und ich mache jetzt hier einfach mal Test, geschweifte Klammer auf und dann einfach get und set. So, und das war's. Und wenn man sich jetzt fragt, die Frage ist natürlich naheliegend, was ist jetzt der Unterschied? Also da kann ich ja gleich irgendwas öffentlich machen, also ein öffentliches Feld machen hier oben, ja, und dann kann ich das genauso ändern, dieses Test hier. Also wenn jetzt quasi hier Public Float Test wäre und das hier nicht, ja, dann könnte ich auch genauso Test hier von außen setzen oder holen, und das würde mich hier nicht dran hindern, aber das hier hindert mich ja auch nicht daran. Hier kann ich das genauso machen, da würde ich auch nicht dran gehindert, weil hier ist ja jetzt keine Abfrage, ob die Werte richtig sind und so weiter, so wie hier, ja, sondern hier wird einfach nur zurückgegeben oder angenommen. Der Unterschied ist aber, dass hier quasi jetzt eine Schnittstelle da ist, wo noch zusätzlich später was gemacht werden könnte. Hier könnte also jetzt später noch ohne Weiteres eine Abfrage her, ob der Wert im zulässigen Bereich ist und so weiter. Hier könnte auch noch bei Get eine Berechnung stattfinden, was zurückgegeben werden kann. Also man kann ja jetzt hier nicht nur einfach den Wert so zurückgeben, man könnte den jetzt noch irgendwie multiplizieren, teilen oder sonst irgendwas, ja, und ihn quasi aufbereiten für die Rückgabe. Und das ist hier jetzt noch möglich, ohne dass sich für die Klassen außerhalb irgendwas ändern würde. Die fragen weiter einfach nur Test. Die holen sich weiter nur die Public Test, die Property. Für die ändert sich nichts und ich kann hier noch machen, was ich will. Ja? Und da haben wir also hier eine Schnittstelle. So, und das ist eigentlich auch das, was hier an der ganzen Sache so wichtig ist, warum man das hier alles macht mit diesen Properties, oder man muss ja nicht Properties verwenden, man kann ja auch wie hier unten einfach eine öffentliche Methode machen, wenn man einem das lieber ist. Da ist die Kapselung genauso gewährleistet. Der Unterschied ist, dass jede Klasse eben das macht, was ihre Aufgabe ist, und alle Daten, die dort verändert werden, werden nur durch die Klasse selbst verändert. Also die Klasse selbst kontrolliert, ob die Daten richtig sind, ob die Werte richtig sind, kann eben Werte nicht zulassen oder denen hier eben einen Fehler schmeißen. Das ist, wenn man ein großes Projekt hat, ein großes Spiel oder mit mehreren Leuten arbeitet, also völlig unabdingbar, dass man solche Dinge, solche Regeln ja einhält, dass quasi wie jetzt in einem Projekt auch die Leute sich um eine Sache kümmern, um ihre bestimmte Klassenfunktionalitäten und so weiter. Und der andere muss gar nicht wissen, was da drin genau passiert und so weiter, sondern der muss einfach nur wissen, der hat die und die Properties oder die und die Methoden, die er da ansprechen kann und was er da kriegt, ja. Und also, und alles andere interessiert nicht. Und wenn da drin was geändert wird, dann interessiert ihn das auch nicht, weil da kriegt er ja nur die Werte, die er eben kriegt, ja, wie die gemacht werden und so weiter, das spielt alles keine Rolle für denjenigen. So, und jetzt machen wir das einfach mal, dass wir mal hier die Property auch benutzen. Das heißt also, wir schmeißen hier unsere Methode mal raus und lassen das die Property machen. Jetzt müssen wir natürlich noch in so einen Track-Controller, der die Werte übergeben hat an das Tacho und also an den Drehzahlmesser und an die Boostanzeige. So, jetzt sind natürlich hier einige Fehlermeldungen. Hier müssen wir das jetzt umbauen. Also wir müssen jetzt die Property benutzen, die Eigenschaft. Und zwar ist das Boost.DisplayValue ist gleich BoostSpeed. Und hier ist es 0 und hier ist es Movement, also Drehzahlmesser. Ne? Der Drehzahlmesserpunkt, also RPM.DisplayValue. Und jetzt testen wir das Ganze mal aus, ob das immer noch genauso funktioniert wie vorher mit der anderen Methode. Und jetzt mich den Maximalwert mal ein bisschen hoch. Und hier haben wir gleich eine Exception. Das ist aber was anderes. Das ist hier von Community Editor irgendwas. Das hat mit uns jetzt nichts zu tun direkt. Okay, jetzt fahre ich mal.
jetzt kommt hier auch keine Fehlermeldung. Und jetzt halte ich nochmal an und mache mal den Wert hier unter den zulässigen Bereich. Und jetzt wird mir hier unsere Fehlermeldung ausgegeben. Wenn ich hier gucke, dann steht hier must be between 0 und 200. Also wie wir es, so wie wir es hier implementiert hatten. Ja, also da müsste man gucken dann, dass man das noch von außen quasi verhindert oder man hier eben keine Fehlermeldung ausgibt, wenn man einfach sagt, okay, also alles, was unzulässig ist einfach nicht, ist einfach dann weg, ja. Oder man hier als Ersatz dann einen anderen Wert setzt. Sauberer ist es natürlich, wenn man das so macht, dass man hier die Fehlermeldung ausgibt und dafür sorgt von außen, dass eben nur richtige Werte da ankommen. Also ich hoffe, ich konnte euch da mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit für geben, dass Kapselung doch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Natürlich kann man jetzt sagen: in meinem kleinen Spiel, ich habe nur 5 oder 10 Klassen, was soll da ja, ich weiß Bescheid, ich kenne das, ich weiß, wie ich es gemacht habe, da kann nix schiefgehen.“ Wenn ihr mit mehreren Leuten an großen Projekten arbeitet, wo jeder 'n Teil macht und, nur quasi die Klassen dann untereinander zusammenarbeiten und da müsst ihr sowieso so schnittstellenbasiert machen. Da kommt ihr gar nicht drum rum, ja. Aber auch im kleinen Rahmen, da weiß man nie, was noch kommt. Das Spiel wird größer und so weiter. Die Leute wünschen sich irgendwelche zusätzlichen Sachen und so weiter. Ihr baut das aus und irgendwann seht ihr nicht mehr durch, wenn von außen jede Klasse irgendwo reingreift und irgendwo Werte verändert, ungehindert und unkontrolliert. Und dann gibt's 'n riesen Chaos und einen Haufen Fehler und Abstürze entsprechend. Also ich will sagen, es ist ja nicht weiter schwierig und das ist auch kein großer Aufwand, das so zu machen. Also kann man es eigentlich auch gleich machen. Ja? Kann man es eigentlich gleich so machen, wie man es eigentlich richtig macht. Okay, also ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal kümmern wir uns wieder richtig um unser Spiel. Wir werden wieder richtig was verändern. Und zwar werden wir unserem Truck jetzt ein bisschen Sound hinzufügen, also ein Motorgeräusch. Und wir machen das nicht so, dass wir einfach irgendwelche Samples nehmen und die dann abspielen, wenn man auf Gas drückt, sondern wir erzeugen den Sound mit Quellcode, also prozedural. Wir erzeugen den Sound aus den Daten, die entstehen durch den Motor. Ja? Also der Motor hat ja Motorspeed und so weiter und auch noch eine Kraft, die man ausgeben kann. Und daraus erzeugen wir quasi Geräusche abhängig von der Drehzahl des Motors. Es wird also eine ganz spannende Geschichte. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Lasst mir ein Like da. Wenn ihr euch abonniert habt, bitte abonniert und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.